An einem strahlend sonnigen Morgen ist eine Gruppe Freiwilliger auf einer großen Mülldeponie außerhalb der Stadt Hoedspruit in Südafrika bei der Arbeit. Sie sortieren Wertstoffe, sammeln Plastik und Altmetall und räumen jedes mit Müll gefüllte Stück Land auf. Liana, ein junges Mädchen von nur 24 Jahren, ist eine Freiwillige, die Tiere liebt und sich leidenschaftlich für den Schutz der wilden Umwelt einsetzt. Plötzlich hörte sie inmitten des Windes und des Flatterns der Plastiktüten ein seltsames, jammerndes Geräusch. Alle blieben stehen, einer vermutete, es sei eine streunende Katze, ein anderer dachte, es sei ein verletzter Welpe, der sich versteckt hatte. Liana rannte zu dem schwarzen Müllhaufen und hob jeden Müllsack hoch. Dabei hatte sie ein ungutes Gefühl. Sie war fassungslos, als sie ein kleines, gelbes Wesen regungslos in dem chaotischen Müllhaufen liegen sah. Keine Katze. Kein Hund. Aber es war ein Löwenjunges mit einem erschöpften und schmutzigen Körper. Seine Augen waren geschlossen, seine Brust hob und senkte sich schwach, sein Körper war mit Schmutz und offenen Wunden bedeckt. Um ihren Hals trug sie eine alte Lederkette, in die deutlich die Worte Milo eingraviert waren, ein Name, der dem Mädchen das Herz brach. Milo wurde verlassen. Daran besteht kein Zweifel. Wahrscheinlich ein Haustier, das ausgesetzt wurde, als es krank wurde. Alle in der Umgebung wichen ängstlich zurück, weil sie befürchteten, es könnte aufwachen und plötzlich angreifen. Aber Liana hatte keine Angst. Als sie Milos zitternden kleinen Körper sah, erfüllte sie das Herz mit Mitleid. Sie bückte sich, hob es vorsichtig hoch und wickelte es in den alten Pullover, den sie trug. Milos Fell war struppig, seine Rippen waren sichtbar, sein Bauch war eingefallen, er sah äußerst erbärmlich und schwach aus. Es wehrte sich nicht, kratzte nicht, stöhnte nur leise und fiel in ihre Arme. Liana weinte. Sie konnte nicht glauben, dass jemand das Herz haben würde, solch ein wunderschönes Geschöpf wegzuwerfen. Sie verkündete, dass sie die Gruppe vorübergehend verlassen würde, umarmte Milo und rannte zurück zu dem kleinen Haus, das nur ein paar hundert Meter entfernt war. Sie schwor sich, alles zu tun, um dieses arme, sterbende Tier zu retten. Wieder zu Hause breitete Liana Milo auf einem sauberen Handtuch aus und wischte vorsichtig den Schlamm ab, der an jedem Fellstück klebte. Die Kratzer waren deutlicher zu sehen, nachdem der Staub abgewaschen war, einige Stellen waren noch eiternd und rot und geschwollen. Sie kochte warmes Wasser, wischte jede verletzte Stelle mit einem weichen Handtuch ab und entschuldigte sich im Stillen immer wieder. Milo reagierte noch immer nicht stark, atmete nur schwach und schloss die Augen, sein Körper war schlaff, als hätte er keine Kraft mehr. Sie mischte etwas Babynahrung an und ließ sie mithilfe eines alten Schnulllers vorsichtig in Milos Mund tropfen. Plötzlich bewegte sich Milo leicht und saugte die Milch in den Mund, als hätte er tagelang gehungert. Liana vergoss Tränen, als sie diese positive Reaktion sah, ein Hoffnungsschimmer inmitten der Verzweiflung. Nachdem er Milch getrunken hatte, ruhte sich Milo in einem kleinen Holzkäfig aus, der im Schuppen hinter dem Haus gebaut worden war. Sie legte eine alte Decke, eine Schüssel mit Wasser und eine Katzentoilette in den Käfig, als wäre es für ein Kätzchen. Milos Augen blickten sie dankbar an, schwach, aber irgendwie friedlich und vertraut. Nachts stellt Liana alle 2 Stunden ihren Wecker, um aufzuwachen und nach Milo zu sehen. Jedes Mal, wenn ich in den Käfig gehe, sehe ich, dass er immer noch still daliegt, leicht atmet und keinerlei Anzeichen von Verfall zeigt. Am nächsten Morgen, als die Sonne gerade aufging, brachte sie ein neues Handtuch, um Milo wie üblich zu waschen. Doch als sie die Käfigtür öffnete, sank ihr das Herz. Milo lag regungslos da und bewegte sich keinen Zentimeter. Liana geriet in Panik. Sie rief seinen Namen und schüttelte sanft seinen kleinen Körper, erhielt jedoch keine Antwort. »Nein, das kann nicht sein«, schrie sie, zitterte und hielt Milo voller Schmerz in ihren Armen. Milo war kälter als letzte Nacht und gab keinen Laut mehr von sich, als wäre er dem Tode nahe. Ohne zu zögern wickelte sie Milo ein, hob ihn hoch und rannte wie eine Verrückte aus dem Haus, ihr Herz war voller Verzweiflung. Liana bringt Milo zur Tierklinik am Stadtanfang und hofft, dass sie den sterbenden Löwen aufnehmen. Der dortige Arzt lehnte jedoch ab,
wir behandeln nur Hunde und Katzen, Wildtiere dürfen wir nicht behandeln. Ein freundlicher Mitarbeiter wies ihr den Weg zum Moholoholo-Reservat, mehr als 50 Kilometer von der Stadt entfernt. Sie nahm sofort ein Taxi, hielt Milo mit roten Augen in den Armen und betete, dass noch genug Zeit für ein Wunder bliebe. Bei ihrer Ankunft waren die Mitarbeiter des Naturschutzes schockiert, als sie ein junges Mädchen sahen, das unter Tränen ein bewusstloses Löwenjunges im Arm hielt. Liana erzählte mit zitternder Stimme die ganze Geschichte von der Müllhalde bis zu Milos aktuellem Zustand, ohne etwas zurückzuhalten. Sie brachten Milo sofort in die Krankenstation, während Liana mit klopfendem Herzen im Flur zusammenbrach. Einige vorbeikommende Ranger sahen die rührende Szene und näherten sich leise, um Fragen zu stellen. »Du hast das Richtige getan. Nicht jeder ist so mutig wie du«, sagte einer leise. Sie gaben ihr Wasser zu trinken und sagten ihr, sie solle dort sitzen und warten, während alle versuchten, Milos Leben zu retten. Eine Stunde verging wie im Flug, jedes Geräusch im Behandlungszimmer ließ Lianas Herz höher schlagen. Sie bewegte sich nicht von ihrem Platz, ihre Hände waren gefaltet, ihr Blick war auf die Tür vor ihr gerichtet. Schließlich kam ein Arzt heraus, sein Gesicht war ernst, aber seine Augen leuchteten vor Erleichterung. Das Löwenjunge ist außer Gefahr und erholt sich. Sie können beruhigt sein. Liana senkte dankend den Kopf und wieder flossen Tränen, diesmal Tränen der Hoffnung. Im Behandlungszimmer wurde Milo auf ein Edelstahlbett gelegt, umgeben von einem Herzmonitor und Infusionsgeräten. Der Tierarzt maß den Blutdruck, untersuchte die inneren Organe, beurteilte die Verletzungen und rasierte eventuell an der Wunde haftende Haare ab. Milos Gesicht war noch immer verzerrt, doch sein Herzschlag hatte sich dank rechtzeitiger Sauerstoff- und Infusionszufuhr stabilisiert. Sie stellten fest, dass Milo unter einer leichten Ateminsuffizienz litt, die durch eine Infektion einer langwierigen Wunde verursacht wurde. Der Löwe wurde leicht betäubt, um die Wunden an seinem linken Bein und Bauch zu behandeln und zu verbinden. Gleichzeitig sammeln sie Haar- und Blutproben, um sie auf Bakterien oder schwere Infektionskrankheiten zu testen. Die Ergebnisse zeigten, dass Milo stark unterernährt war, es gab jedoch keine Anzeichen für die Ausbreitung gefährlicher Krankheiten. Der Arzt wies das Intensivpflegeteam an, ihn in den ersten 72 Stunden nach und nach zu füttern und seine Körpertemperatur zu überwachen. Um Milos Hals trägt er ein Lederhalsband mit einer Seriennummer, die sie notiert haben, um sie der Polizei zu melden, damit diese die Aussetzung des Tieres durch den Vorbesitzer untersuchen kann. Draußen wartete Liana immer noch, stellte ständig Fragen und verließ den Krankenhausflur nicht. Ein Arzt kam heraus und verkündete, Milo war wach und konnte leicht reagieren, als er eine vertraute Stimme rufen hörte. Sie dürfte Milos Gesicht für ein paar Minuten sehen, bevor die spezielle Überwachung wieder aufgenommen wurde. Sie kam herein und sah, wie Milo benommen die Augen öffnete, den Kopf reckte, um sie anzusehen, und dann einen schwachen Schrei ausstieß. Liana brach in Tränen aus. Sie nahm Milos großen Fuß in die Hand und flüsterte, du wirst nie wieder verlassen werden. Am nächsten Morgen kehrte Liana mit Milch, sauberen Handtüchern und einem neuen Halsband für Milo ins Moholoholo-Zentrum zurück. Milo, der jetzt wach ist, wurde in einen speziellen Überwachungskäfig mit warmem Boden und vielen Spielzeugen gebracht. Als es Liana sah, stand es auf, taumelte auf sie zu und rieb liebevoll seinen Kopf an ihrer Brust. Mitarbeiter des Naturschutzes bestätigten, Milo wurde illegal aufgezogen und dann ausgesetzt, als er krank wurde. Das Schutzgebiet wird Milo behalten, bis er erwachsen ist, und ihn rehabilitieren, bevor er wieder in die Wildnis entlassen wird. Die Polizei von Hoedspruit übernahm den Fall und stellte den Halsband kurzsicher, um den Missbrauch zu untersuchen. Liana wurde zu einem privaten Gespräch mit dem Direktor des Zentrums, Herrn van Dyck, eingeladen. Ich arbeite seit 30 Jahren mit Löwen, aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der Tiere so liebt wie Sie, sagte er. Er bot ihr eine Vollzeitstelle als Tierpflegerin in Moholoholo an, wo sie ihren Beitrag leisten konnte. Liana nickte emotional und hatte das Gefühl, ihren wahren Lebensweg gefunden zu haben. Eine Woche später erhielt sie ihre erste Naturschutzuniform und stand vor einem Namensschild mit der Aufschrift Wildtierrehabilitation.
Ihre erste Aufgabe bestand darin, sich um Milo zu kümmern, ihn zu füttern, seine Temperatur zu überprüfen und jeden Morgen seinen Käfig zu reinigen. Milo ist gesünder, hat glänzendes Fell, frisst gut und beginnt, mit den anderen Löwenjungen zu spielen. Liana begann auch, mehr über Wildtiermedizin, Lebensräume und den Schutz gefährdeter Tierarten zu lernen. Aus dem Mädchen, das sich freiwillig engagierte, ist heute eine Beschützerin wertvoller Wildtiere geworden. Jeden Morgen rennt Milo zuerst zu Liana und schmiegt vor dem Frühstück seinen Kopf in ihre Hand. Sie lächelte, weil sie wusste, dass die Begegnung auf der Müllhalde in jenem Jahr das Leben beider Lebewesen verändert hatte. Was einst ein Symbol für Müll und Verzweiflung war, ist nun der Beginn von Liebe und Hoffnung. Milos Geschichte ging viral und inspirierte viele junge Menschen, sich für den Schutz der Natur zu engagieren. Und diese Reise geht noch immer weiter. Aus einem schwachen Stöhnen wurde eine strahlende Zukunft geboren. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das ganze Video anzuschauen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen. Auf Wiedersehen und bis zu den nächsten Folgen.